Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr schon im Intro gesehen habt, geht es diesmal um die eSeeker IG600. Die werde ich nicht so doll vorstellen, weil sie hat nur ein paar Updates bekommen. Darauf werde ich eingehen und die App, weil man die Videos und Fotos per App von der Kamera runterladen kann per WLAN. Diese werde ich euch schnell vorstellen noch, weil die hat sich etwas doller verändert, weil jetzt kann man die Kamera einfacher bedienen. Wenn dies euch interessiert, dann bleibt doch gerne dran. So, dies ist die neue eSeeker IG600, die paar kleine Updates bekommen hat, aber nicht so gravierend, dass ich sie komplett nochmal vorstellen sollte. Für ein Vorstellungsvideo in längerer Ausführung könnt ihr gerne hier oben mal nachschauen oder in meine Playliste. Dort habe ich das Vorgängermodell vorgestellt mit der Menüführung, und die Menüführung ist bei dieser Kamera eigentlich relativ gleich. Was sich bei der Kamera verändert hat: sie hat jetzt 60 Megapixel Auflösung anstatt 48 Megapixel bei dem Vorgängermodell. Da sich aber vermutlicherweise der Kamerachip nicht geändert hat, wurden die Pixel nur noch weiter aufgebläht, also interpoliert. Noch eine weitere Änderung bei dieser Kamera ist der Abstand zwischen den Aufnahmen, weil der ist jetzt nicht nur Minimum 10 Sekunden dazwischen, sondern man kann ihn jetzt eingrenzen auf 5 Sekunden zwischen jeder Aufnahme. Und noch eine Menüänderung: hier gibt es kein Wi-Fi-Passwort mehr. Also man kann die Kamera einfach vernetzen mit der App, das ich natürlich euch gleich noch zeige. Aber man kann die Kamera noch etwas schützen über ein App-Passwort. Dies kann man einstellen im Menü. Aber kommen wir jetzt mal kurz zu der App. So, ich starte mal die App. Das ist die Wildlife Cam App und ich möchte jetzt die eSeeker IG600 hinzufügen. Also einfach hier auf Kamera hinzufügen. Da sieht er gleich die Wildcam App. Die wollen wir natürlich haben. Er sucht jetzt eine Verbindung zu der Kamera, hat jetzt eine Bluetooth-Verbindung. Das sieht man an dem grünen Symbol des Bluetooth-Zeichen. Jetzt wird er mich gleich fragen, ob er eine Verbindung zum WLAN herstellen soll. Das möchte ich natürlich. Und schon ist die Kamera einsatzbereit. Und wie man hier sieht, ist der Aufbau der App so ziemlich gleich wie von dem Vorgängermodell. Also hier oben kann man die Kamera abschalten, also dass man rausgeht. Die Auflösung der Kamera sieht man, die ich gerade eingestellt habe, also 1080p mit 30 fps, wie der Ladezustand der Batterie ist und wie viel Prozent natürlich des Akkus. Der Bildschirm natürlich leicht erklärt. Es ist auf Video eingestellt. Man kann auch hier umstellen auf den Fotomodus. Was aktiv ist, wird natürlich immer rot angezeigt. Hier unten hat man die Bibliothek. Im Mittelpunkt kann man eine Aufnahme auslösen und der Einstellungsmodus der Kamera. Gehen wir kurz zu den Einstellungsmodus der Kamera. Also hier sieht man, welchen Modus ich gerade eingeschaltet habe. Ich habe hier zum Test Foto und Video. Dann wie viel Megapixel die Fotos sein sollen. Hier kann ich nochmal raufklicken. Hier sieht man dann das auch dann gleich, dass es bis zu maximal 10 Megapixel möglich ist. Eine Fotoauslösung am Tag. Das unterscheidet sich hier natürlich wieder, also Nacht und Tag. Also in der Nacht sind nur 10 Megapixel maximal möglich. Am Tage natürlich die vollen 60 Megapixel. Denn hier, wie viele Bilder man in Serie machen will, das geht dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Auflösung der Videoaufnahmen, da geht es auch wieder bis zu 4K und 30 fps. Unterschied da wieder zwischen Tag und Nacht. In der Nacht kann die Kamera nur maximal 1080p.
Darum habe ich hier die Videoauflösung beides Tag und Nacht auf jeweils 1080p bei 30 fps. Dann habe ich hier noch eingestellt, dass das Video eine Verlängerung hat. Also es wird dann nochmal verlängert um maximal 20 Sekunden, solange bis keine Bewegung mehr in der Kamera ist. Die Audioaufnahmen sind natürlich an. Die sind hier wieder vorbildlich. Hier der PIR-Intervall. Hier habe ich auf 10 Sekunden noch eingestellt. Und wie gesagt, hier kann ich runter bis auf 5. Bei Fotos sogar bis auf 0 Sekunden. Das geht natürlich aber nur bei Fotos. Dann natürlich hier die Sensibilisierung des PIRs. Also geht da wieder auf Hoch, Mittel und Niedrig. Die LED-Einstellung, wie doll sie strahlen soll. Das Intervall ist ausgeschaltet. Die Zeitüberwachung habe ich auch aus, weil ich nehme keine bestimmte Zeit auf. Sie sollte nämlich immer aufnehmen, wann die Kamera eine Auslösung hat. 24 Stunden Einstellung, Datumseinstellung, dem Namen der Kamera, wann der Wi-Fi automatisch ausgehen soll, SD-Karte formatieren, Standardeinstellungen zurückstellen, freier Speicher und den Cache löschen. Das ist der interne Speicher dieser App. Kommen wir noch kurz mal zu den Einstellungen. Also hier hat man dann zum Beispiel nochmal die Fotoaufnahmen eingestellt und wenn man den Riegel hier umschiebt, kommt man auf die Videoaufnahmen. Oben hat man dann noch das Symbol mit dem Pfeil nach unten. Also hier ist herunterladen. Da kann man die entsprechenden Videos aussuchen, die man gerne haben möchte. Das Löschsymbol und natürlich, man kann auch alle gleichzeitig auswählen und runterladen oder komplett löschen. Das soll es denn auch schon gewesen sein zu der App und kommen wir mal kurz zu den Testaufnahmen dieser Kamera. Und da sind wir schon bei den Testaufnahmen der eSeeker IG600 und wie gewohnt sind die Bilder wieder sehr gut und klar. Vor allem gefallen mir hier die Nachtaufnahmen. Natürlich würde es auch einige freuen, dass man hier eine Videoverlängerung hat, solange wie sich etwas vor der Linse bewegt. Dieses Mal hat sich das Amselmännchen gut gemacht als Model vor der Kamera. Er besucht uns jetzt gerade regelmäßig auf unserem Balkon und versucht die Reste, die oben aus dem Futterhaus fallen, noch zu fressen. Später im Video seht ihr noch eine kleine Schüssel. Dort habe ich ihm noch direkt Futter unten hingestellt. Ich hoffe mal nicht, dass die Tauben das spitz kriegen und sich dort auch bedienen. Auch im Tageslicht sind die Videoaufnahmen sehr gut und die Farben finde ich persönlich natürlich. Hier eines der Fotos und das kann sich doch sehen lassen. Hier habe ich mal den Standort der Kamera gewechselt und den angesprochenen Futternapf ins Bild gebracht. Der Futternapf ist in der Mitte ungefähr von der Linse entfernt 30 cm und hinter den Tischbeinen die nächste ganze Fliese, also die Fuge meine ich da, ist ungefähr 50 cm. Also der Nahbereich ist doch ganz okay, zumindest in den Nachtaufnahmen. In Tagaufnahmen hat sie so leicht ihre Schwächen, wie man das hier sieht, vor allem so im Zwielicht. Da erscheint doch eher das Bild etwas unscharf. Ich komme langsam zum Schluss von diesem Video, aber ich habe noch eine Überraschung für euch. Ich werde diese eSeeker IG600 verlosen. Wer daran teilnehmen möchte, schreibt einen Kommentar mit dem Hashtag IG600. Es können alle Zuschauer aus dem europäischen Raum daran teilnehmen, sogar die Zuschauer aus der Schweiz. Einsendeschluss ist der 15.12.2023 um 24 Uhr
und die Bekanntgabe des Gewinners, die Gewinnerin, erfolgt am 17.12.2023 um 17 Uhr. Allen viel Glück bei der Teilnahme. Das soll es dann auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und gebt einen Daumen hoch dafür. Über ein kostenloses Abo freue ich mich auch immer wieder riesig. Dann sage ich, wie immer, bleibt schön gesund. Bis bald. Tschüss.